Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Gitarrentest-Video. Heute geht es um eine Fender Custom Shop 1960er Modell in Heavy Relic Candy Tangerine heißt die Farbe des Instrumentes. Das ist ein Orange Metallic über Gold. Wow! Und passt sehr, sehr gut in den Koffer hier rein. Und wir werden über diese Gitarre reden, über die Goodies, was da alles mit so einem Instrument mitkommt, meine Gedanken über das Instrument und über die Qualität dieser Gitarre, über was der Fender Custom Shop uns so alles bietet. Und erstmal ein herzliches Hallo an alle, die live dabei sind. Wir sind hier live, deswegen werde ich mal kurz hier den Live-Chat auch einblenden und alle begrüßen. Das ist sehr, sehr schön, dass ihr euch das live anguckt. Das gefällt mir richtig gut. Ah ja, super. Hallöchen. Ich wünsche euch jetzt schon mal, entschuldigt, dass ich euch nicht alle einzeln begrüße, aber ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Freude mit dem Instrument heute. Wir werden, glaube ich, viel Spaß haben. Wir hören uns jede Menge Sounds an und was mit so einem Instrument machbar ist. Und dann reden wir auch über den ein oder anderen Gedanken, über ja, warum man in so ein Instrument investieren sollte und naja, oder auch nicht. Mal gucken. Ne? Wie ist Bild und Ton? Ihr könnt mir kurz ein Feedback geben, ob da alles passt soweit. Ich denke, das sollte alles gut sein. Ist alles dreifach gecheckt. So, gut, super. Hier schreibt jemand, er hätte ein Echo. Das hoffe ich mal nicht. Könnt ihr bestätigen, dass Bild und Ton gut ist? Keine Echos oder irgendwas in dieser Form? Dankeschön. Super. Gut, perfekt. Bevor wir in den Ton reingehen, möchte ich euch die Goodies erstmal zeigen. Deswegen werde ich die Gitarre erstmal abstellen, ziehe hier meinen Funksender ab und wir haben Zeit heute und haben Spaß. Also das soll hier richtig viel Freude bereiten. Und mit Goodies meine ich, Goodies, was kommt denn so alles in dem Koffer, was ist da alles mit dabei, wenn man den aufmacht. Hier seht ihr schon die Farbe, die ist passend. Ich lege die Gitarre nochmal rein. Also wenn man den dann aufmacht, so sieht das dann aus. Ich kann hier auch noch ein bisschen hochgehen, dann könnt ihr das sehen. Also so sieht das aus, wenn du dann den Koffer öffnest. Also wenn du dann die Gitarre rausnimmst, hier hast du das Custom Shop Logo und hier steht dann G&G, the Original Vintage Case, made in the United States of America. Dann öffnest du das hier. Wunderschön, auch die Farbe finde ich richtig cool. Und dann haben wir hier einige Goodies. Wir haben ein Fender Custom Shop Täschchen hier in Leder. Hier hast du dann die einzelnen Teile, die vor allen Dingen auch hier nicht so sieht das dann aus, die ganzen Erklärungen, Zollerklärungen und so weiter. Dann hast du hier dieses Zertifikat vom Custom Shop. Hier steht 60 Stratocaster Heavy Relic und die Seriennummer. This is a product of the Fender Custom Shop in Corona, Kalifornien. Und dann links hier drin, das holen wir gleich mal raus, damit wir auch das alles schön lesen können. Also vorsichtig, dass ich da nichts kaputt mache. Das ist ein sehr empfindliches Papier hier drin. So, ihr seht schon, das wurde schon mal rausgenommen und hat oben schon so einen kleinen Kleber, glaube ich, gehabt. Also so sieht das dann aus. Und hier sind dann die ganzen Spezifikationen. Interessant ist, dass alles so in Farbe gehalten ist. Ne? Und das werde ich mir jetzt hier auch hinlegen, sodass ich dann die einzelnen Komponenten erklären kann, wenn ich die Gitarre dann zur Hand nehme. Was haben wir dann noch? Wir haben einen netten, sehr angenehmen, sehr, sehr weichen
Hier super angenehmer, weicher Ledergurt. Wow, also der ist ein bisschen schmal, würde ich sagen, aber der fühlt sich butterweich an. Also ein hochqualitativer Ledergurt wird mitgeliefert. Auch hier, when you're ready. Das ist also der Spruch des Custom Shops, wenn du bereit bist. Dann sind sie da. Dann haben wir hier noch bei den Goodies einmal diese uralte Abdeckplatte, die man zu Beginn verwendet hat für das Tremolo. Das kann man natürlich drauf machen, aber das braucht man nicht. Wir haben hier einige Fender-Plektren, dann einen Aufkleber, wo immer du den auch hinmachen möchtest, ein Owner's Manual, also hier, das ist im Grunde genommen ein bisschen Werbung, und Custom Care. Jetzt gucken wir da mal rein, was das bedeutet. Custom Care. Oh, das ist dann, das werde ich natürlich nicht öffnen, das ist versiegelt. Das wird dann der glückliche Besitzer der Gitarre sicher öffnen wollen, genau wie das hier. So, hier sind dann extra Federn drin, und natürlich die einzelnen Imbusschlüssel, um die Gitarre dann richtig einzustellen. Ja. So, dann haben wir noch ein Custom Guitar Design Guide. Wenn man sich bei Fender Gitarren bestellt, in diesem Katalog ist alles drin. Von den Halsprofilen, wenn man sehen kann hier, alles Mögliche. Die ganzen Farben, also ein unglaublich schöner Katalog mit allen Auswahlmöglichkeiten, die der Custom Shop bietet. Und ja, hervorragende Arbeit, würde ich sagen. Auch hier die ganzen Bundgrößen. Allein das ich verwende gerne die 6100er. Auf der Gitarre sind, glaube ich, 6105er, aber das überprüfen wir nochmal. Dieses Büchlein allein ist schon die Lektüre wert, weil man da sehr, sehr viel lernen kann über die Möglichkeiten, die der Custom Shop von Fender uns bietet. So, das lassen wir jetzt hier so liegen, nehmen die Gitarre zur Hand und wechseln dann in diese andere Kameraperspektive. Und ich nehme jetzt mal einfach, ja, das ist, wie Christiane schreibt, ein klasse Katalog. Das könnte ich auch noch viel, viel länger euch zeigen. Vielleicht gehen wir dann irgendwann in der Zukunft mal durch so einen Katalog durch. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Gitarre ist genau die abgebildete in dem Thumbnail des Videos. Und sie wurde vom Rockshop in Karlsruhe mir, also das ist, ja, ich muss es natürlich sagen, es ist eine Werbesendung für diese Gitarre. Und ich werde trotzdem euch ungefiltert meine Gedanken zu dem Instrument äußern, in allen Details, so wie ihr mich kennt und wie ihr es von mir erwartet. Herzlichen Dank an die Firma Rockshop. Matthias Loris vom Rockshop in Karlsruhe hat dieses Instrument vor gut 1,5 Jahren bestellt bei Fender über den Custom Shop mit allen Spezifikationen, die wir gleich mal hier durchgehen. Und das hat dann 1 Jahr gedauert, bis die Gitarre geliefert wurde. Also der Custom Shop ist schwerst beschäftigt bei Fender. Die haben genug zu tun. So, hier einige ganz wichtige Details. Es ist eine Kopie einer 60er Jahre Stratocaster. Und mit Rosenholz, Griffbild, Ahornhals und so weiter. Die Details, die kennt ihr wahrscheinlich. Wichtig ist, vorne Neck Pickup Strat, Fat 60s. Mittel-Pickup Strat, Fat 50s. Also dieser typische Texas Special Sound, den man von Stevie kennt. Und hinten ein SH1 Seymour Duncan Hot Rail. Interessante Kombination. Sehr, sehr interessant. 4 Bolt, also hier vierfach geschraubt. Ihr seht, der Hals ist ein gestreifter Ahornhals.
Also hier, der Lack wurde entfernt, es fühlt sich also fantastisch an. Seiden, glatt wie Samt fühlt sich das an hier. Und dann schauen wir mal jetzt auf das Halsprofil. Die Farbe Candy Tangerine. Ich finde die Farbe, das ist eine echte Bühnenfarbe. Ne? Über das Relic reden wir auch gleich und über dieses Thema. So, was haben wir hier noch? Vintage Output, Vintage, alles sehr Vintage, aber die Gitarre so ist ja von der Bauweise eine sogenannte Superstrat, also eine HSS Strat. Superstrat bedeutet einfach, wir können sehr bluesig, funky, poppig und rockig mit dieser Gitarre spielen, weil wir hinten den Druck des Humbuckers haben, über den wir gleich mehr hören, von dem wir gleich mehr hören werden. Mittel-Pickup, die Zwischenpositionen sind die Zwischenpositionen sind entrauscht, sind so geschaltet, dass sie nicht rauschen, wie man das eigentlich kennt und haben möchte. Und die normalen Positionen, die haben diesen klassischen 60-Cycle Hum, wie man so schön sagt. Ne? Maple, Quartersawn Maple bedeutet, dass die Jahresringe am Hals sind in der Länge. So bei den Standardgitarren, bei den günstigeren Gitarren, die man so kauft, sind die Jahresringe quer. Wenn man jetzt das Holz in die andere Richtung schneidet, hat es einen Tick mehr Stabilität durch die geraden Jahresringe, also in der Länge durchgeschnitten, Quartersawn Maple nennt man es. Es geht dabei aber wesentlich mehr Holz verloren. Deswegen macht man das eher dann bei den teureren Instrumenten, bei den Custom Shop Instrumenten. Auch andere Hersteller machen das so. Wir haben einen 9,5er Radius, modernes C-Profil, also ein schlanker Hals, Modern C, wie man das von der Standard Stratocaster kennt, sehr, sehr angenehm. Und was haben wir hier für Bünde? Wo stehen die Bünde? Das sind eben diese Medium Jumbos, die passen hier perfekt. Und damit hätten wir die Specs der Gitarre durch. Dann legen wir das hier rüber und gehen jetzt an das Instrument. Also was haben wir? Wir haben ein modernes C-Profil. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Ich meine, ich habe keine großen Hände. Also der Hals ist für mich im Grunde genommen perfekt. Er hat aber auch Nachteile, wenn du größere Hände hast. Das heißt nicht, dass du nicht damit zurechtkommst. Jimi Hendrix ist mit den 60er Hälsen perfekt zurechtgekommen und das sind diese Hälse. Also es ist kein Problem. Man muss nur bei dickeren Fingern hier mit dem relativ schmalen Hals zurechtkommen. Also die Seitenführung, die ist also schon, ne? Also da kann die Seite schon mal abrutschen. Das ist aber bei diesen Fender-Hälsen eine typische Sache. Nicht zu breit, ultra angenehm für mich zu spielen. Kopfplatte ist die klassische 60er Jahre mit dem Spaghetti-Logo. Eigentlich das schönste Logo für meinen Geschmack. Wir haben keine Locking-Mechaniken, deswegen brauchen wir auch diesen Seitenniederhalter und wir haben diese Steckmechaniken, die extrem stabil sind, sehr, sehr gut verarbeitet. Hier hinten das Custom Shop Logo, das zeigt, dass es vom Custom Shop Fender kommt. Custom bedeutet nichts anderes, das ist auf Kundenwunsch. Ne? Von Customer, Custom, also die Gitarren werden auf Kundenwunsch gebaut. So, ich hätte die Plastikteile sind, wenn man sie so anguckt, für meinen Geschmack ein Tick zu neu noch, aber da kannst du ja dann deine DNA draufpacken. Ne? Also das Pickguard ist nicht geaged, es ist relativ neu. Das ist also ein Teil, das kann man auch, wenn man will, ein bisschen auf alt trimmen, wenn die Gitarre schon ebenso auf alt getrimmt ist. Dazu gleich mehr. Potties funktionieren wunderbar, alles an seiner Position. Das Tremolo ist das Vintage-Tremolo von Fender mit den immer noch vorhandenen klassischen schwabbeligen Arm, den man reinschraubt. Aber die Kundschaft will das so, also baut Fender das so. Ich bin sicher, es gibt auch Möglichkeiten, hier einen steckbaren Arm sich bestellen zu lassen. Es ist alles möglich beim Fender Custom Shop im Katalog. Aber das ist jetzt Vintage.
Das heißt, der Hals wird reingeschraubt. Und hier gibt es Lösungen. Ich mache es immer so an meiner, ich habe ja auch eine, der sehr, sehr ähnelt, hinten, die rote. Ich habe einen kleinen Gummiring auf den Tremoloarm und dann, wenn ich den reinschraube, bleibt der Tremoloarm in der Position. Natürlich mache ich an dieser Gitarre nichts, weil die geht ja wieder zurück. Okay? Das zur Erklärung. So, alles andere ist euch, denke ich mal, jeder, der mal eine Strat gesehen hat, ja. Also wie Metal Puppet auch schreibt, perfektere farbliche Abstimmung von Gitarre und Koffer gibt es. Das ging mir auch so. Ne? Also ich habe die rausgenommen und war völlig geflasht. Begeistert. So, jetzt geht es ans Wichtigste. Jetzt geht es mal an den Sound. Wir hören uns mal einen Clean Sound an. Einfache Akkorde gespielt. Ich bin auf meinem klassischen Clean Sound hier. Ihr seht schon, wenn mein Gesicht ein bisschen dunkel wird, dann poppt hier diese Software auf, die ihr ja mittlerweile schon von mir kennt. Das bedeutet, der Line 6 Helix ist hier am Start. Wir haben einen Deluxe Fender. Und so klingt der Front Pickup. Schön vollmundig, richtig. Ja, genauso wie man sich diesen 60er Jahre Pickup vorstellt. Jetzt, bevor ich die Zwischenpositionen angehe, will ich euch die Pickups einzeln zeigen. Also ich spiele jetzt mal kurz. Jetzt spielen wir dasselbe in der Mittelposition. Das ist der 50s. Auf dem Humbucker brauche ich das nicht spielen, aber ich mache es trotzdem, um euch zu zeigen. Normalerweise spielt man das auf dem Humbucker gar nicht, ne? Also so eine Begleitung. Aber ich möchte euch zeigen, dass der Humbucker von Fender Custom Shop sehr passend abgestimmt wurde. Ne? Er klingt zwar nicht typisch, das nicht nachmachen bitte. Ne? Ein Humbucker hinten nicht verwenden für so eine Begleitung. Aber die vordere Zwischenposition bietet sich doch an. So, das Wichtige ist, wenn ich hier unten bin, bei diesem vollen F-Barré, dass das Ganze dann nicht mulmend, nicht matschig wird. Oder das fette E. Hintere Zwischenposition und hier einfach mal reinhören. So, hier haben wir das Phänomen dann. Diese hintere Zwischenposition, der ist ja so berühmt, ne? Für die ganzen Dire Straits Sachen. Aber das muss man gleich ganz klar sagen. Der Sound ist mittiger, weil du hinten einen Humbucker hast. Das heißt, wenn du den typischen Dire Straits perligen Single Coil Sound haben willst, dann brauchst du definitiv hinten einen Single Coil. Also, obwohl es eine Super Strat ist, das ist dann doch nicht ganz so authentisch machbar. Aber dafür ganz andere Dinge, die wir gleich uns anhören werden. So, das war jetzt einmal ein Clean Sound. Und jetzt, ich gehe mal so ein bisschen auch in diese Aufnahmen, wechsle als die Kameraperspektiven, sodass ihr da ja einfach auch ein bisschen Spaß habt, optischer Art. Ziehe das Ding noch ein bisschen raus, dann könnt ihr mich da besser sehen. So, wunderbar. Okay. Und was wir jetzt machen, ich gehe mal auf den, das war jetzt ein Fender, und jetzt gehen wir auf den Brit Plexi Marshall. Und nun, dieser Verstärker, ihr wisst es mittlerweile, ist so einer meiner absoluten Favoriten, weil er ja in der Musikgeschichte, in der Rockgeschichte einfach von den Besten der Besten gespielt wurde und einfach einen
was soll man da sagen, einen Knaller-Sound hat. Zieh den Master noch ein bisschen hoch, also ich gebe dem Ding, dem Amp, der Amp ist jetzt absolut allein auf sich gestellt, das kann ich euch noch kurz zeigen hier. Hier ist er hat noch ein bisschen Halt drin und alles andere ist off the grid, wie man so schön sagt. Und dann hören wir mal kurz den Front-Pickup. Eigentlich, also nicht eigentlich, das ist der Killer-Sound an diesem Typus von Instrumenten. Ihr werdet sicher mehr Gelegenheit haben, diesen Front-Pickup noch in den einzelnen Beispielen zu hören, die ich nachher spielen werde. Am Ende habe ich auch einen sehr coolen John Mayer Sound, dass ihr den mal hört, wie der klingt. Also optisch, die Kamera ist sehr hell. Ich werde hier mal kurz den Videoeingang einen Tick runterfahren, weil ich hier den voller Strahler drauf habe. So dass ihr genau seht, das Holz ist sehr edel, es ist dunkel, ja, es darf nicht überbelichtet sein von dem Licht hier. So, hier mal hier noch ein bisschen die Klamotten richten, so, ne? Wir sind ja live. Und jetzt mal den Front-Pickup in einer klassischen Blues-Begleitung, ne? Woman told my mama before I was born, got a boy child coming. Front Pickup. Jetzt gehe ich auf die Mittelposition. Und dann machen wir den Klassiker. Super drahtig. Hat genau dieses wunderbare Nölen. Wenn ich jetzt immer noch auf dem Marschall ohne irgendwelche Effekte auf den hinteren Pickup gehe, und der schreit jetzt förmlich danach, dass ich hier den Tube Screamer reinkicke. Und das machen wir natürlich. Wir kicken den rein. Ich gehe mit dem Gain ein bisschen runter und ziehe, das ist so typische Stevie-Einstellung. Jetzt hören wir uns mal den Sustain an. Hört ihr? Hört ihr das? Achtung!
wie wunderschön die Gitarre jetzt einfach in die Obertöne kippt. Ne? Und jetzt gehen wir durch einige Sounds, einige richtig geile Sounds. Klassiker im Schnelldurchgang. So, wie geht überhaupt Still Got the Blues mit so etwas? Wow! Also, das ist der Effekt, den du hast mit einer Superstrat. Ne? Und mit Superstrat meine ich, du kannst, ich wechsle jetzt auf den Clean Sound, dass du das hörst, du kannst also wirklich sehr, sehr viel Bandbreite abdecken. Wow! Also hier, das ist cool. So, jetzt gehen wir auf den Gitarristen der 60er, auf Jimmy, und schauen mal, wie das hier klingt. Und geben dem Ganzen jetzt hier mal wieder den Plexi Marshall ohne Effekte. So, jetzt gucke ich mal, ob ihr Fragen habt zwischendrin, weil das ist ja hier, ne? Super. Ja, das ist genau, die Superstrat ist der absolute Alleskönner. Ne? Das ist das Ding schlechthin. Und jetzt gehen wir auf einige der Sounds, die ihr immer kennt, die ich anspiele. Dafür ist das Ding gedacht. Oder, ne, ich bleibe jetzt erstaunlicherweise mal auf dem hinteren Pickup für den nächsten Sound. Und dann könnt ihr mal hören, wie das klingt. Mal ein bisschen lauter. Und dann die Delays aus und einfach mal den Front Pickup hören, wie das dann klingt. So. So, nächster Sound. So, mal hier mal hinten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Humbucker ein bei den nächsten Sounds, sodass ihr das genau hören könnt.
Achtet mal auf die Transparenz. Wie toll der hintere Humbucker auflöst. Das perfekte Brett in Kombination mit diesem Front-Pickup, der so unglaublich vintage klingt. Ich gehe jetzt noch eine Stufe höher im Gain und zwar auf einen 5150. Klassischer Van Halen Sound, klassische, ja. Also auch das geht. Und machen wir noch 2, 3 Beispiele und dann reden wir über meine Gedanken über das Angebot von Fender, was da dahinter steckt, hinter der Idee. Und so vielleicht noch mal einen schönen Clean Sound. Mal gucken. So, nehmen wir noch mal den Clean Sound, dass ich nicht nur verzerrt spiele. So, Front Pickup. Was ganz toll ist, ne, ist, ihr hört diesen vollen Akkord auf dem Front Pickup. Und die Bässe, die sind nicht überzüchtet, nicht zu schwach. Die sind genau. Ich kann die Basstöne bei den Akkorden reinhauen, ohne dem Bass in die Quere zu kommen. Das ist was Tolles. Also wenn ich jetzt auf den hinteren Pickup gehe, dann kann man genau hören, ganz detailliert kann man hören, wie die Abstufung ist. Ne? Nämlich, hört mal genau hin. Nicht zu viele Bässe und in den Höhen, da bleibt der Ton stabil. Also ich habe hier es sind 10 Saiten drauf, auf den dünnen Seiten
diese Kontrolle über den Ton. Der Ton klingt fett. Er wird nicht dünn. Und das ist die Qualität der Bauweise des Instrumentes. Da kommt es her. Ne? Absolut perfekte Intonation. Also alles perfekt. So, das nochmal ein Clean Sound. Jetzt mache ich noch zwei, drei Sounds und dann reden wir über das Fazit zum Instrument. Ne? Was ich so denke. Also schauen wir mal, wie funktioniert ein typischer Sound von The Edge. Das war die hintere Zwischenposition, also Single Coil mit Humbucker und der Sound ist fast perfekt, weil es nicht zu dünn ist. Ne? Ich habe trotzdem ein paar Mitten mehr in der Position. Der Humbucker, der unterfüttert diesen Sound ein bisschen und ich kann wirklich sehr dynamisch spielen. Und jetzt machen wir noch einen Klassiker, vielleicht so ein typischer John Mayer Sound und mit ein bisschen Overdrive auf dem Amp. Hierzu verwende ich den California Mesa Boogie Mark IV und habe einen Hauch Verzerrung auf dem Sound drauf. Aber hört mal. Wie das Ganze dann klingt. Ich kann immer noch wunderbar dynamisch spielen.
zu dem 60er Custom Shop Angebot von Fender, HSS. Ich hoffe, ich könnte natürlich noch mehr Beispiele bringen, aber ich glaube, das genügt jetzt erstmal. Jetzt werde ich noch ein paar meine Gedanken äußern und so diese typischen Fragen, die da so aufkommen. Dann gucke ich nachher noch in den Chat. Und das sollte es dann für heute gewesen sein. So, jetzt meine Gedanken zum Instrument. Von Fender gibt es das Angebot seit über 20 Jahren, ich glaube schon 25 Jahre. Die Story könnt ihr nachrecherchieren, wie das entstanden ist mit diesen Relic-Gitarren. Es gibt hier einige, so Legenden auch, dass Keith Richards irgendwo, habe ich mal gelesen, auch ein Grund war, dass diese Gitarren entstanden sind, dass er auch mal gesagt hat, als man ihm Gitarren zugeschickt hat, dass die zu neu aussahen und dann hat man die ein bisschen auf alt getrimmt. Und also er hat auch dazu beigetragen, dass diese Instrumente entstanden sind. So, was hat das jetzt mit diesem ganzen Relic auf sich? Nun, Relic bedeutet, es wird etwas geschmackvoll oder, ja, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ne? Auf alt getrimmt oder auf, wie soll ich sagen, viel gespielt und dann aber an den richtigen Positionen, ohne dass man es sieht, ist das Instrument neu. Ne? Also die Bünde sind neu, der Hals ist neu, eigentlich alles neu. Ne? Der Knochensattel ist so perfekt abgerichtet. Was kann man sagen, außer dass das dann eine Sache ist, da musst du schon unterwegs sein wie Rory Gallagher oder Stevie Ray Vaughan, also heftigst die Gitarre dann spielen, dass solche Abnutzungserscheinungen da sind. Nun, jedes Instrument ist unterschiedlich, also kannst du dann deine eigene DNA noch draufbringen und du hast vielleicht den Vorteil, dass du nicht so sehr leidest, wenn da ein weiterer Kratzer in die Gitarre reinkommt. Sie hat schon genügend. Also sie ist auf alt gemacht und das ist echt eine Frage des Geschmacks. So, ich bin jemand, ich habe keine Relic-Gitarren, aber ich sage euch ganz ehrlich, immer wie ab und zu, die habe ich jetzt persönlich ausgesucht im Rockshop. Also ab und zu kommen dann Instrumente in meine Hände, wo ich dann sage, Wahnsinn. Also wirklich, hier ist das Holz. Ne? Die Gitarre, hört mal. Die ist so resonant. Das ist einfach klasse Holz. Ne? Was soll ich jetzt sagen? Es gibt drei Arten von Relic. Es gibt Journey, es gibt Classic. Also dieses Journeyman Relic nennen sie das. Das bedeutet, du hast dir die Gitarre in den 60ern gekauft und sie lag sozusagen Jahrzehnte im Koffer, dann hast du sie rausgenommen, dann hat sie so eine leichte Patina, okay? Dann gibt es die Light Relic, sodass ihr das auch mal seht, hole ich meine, hier hinten meine Custom Shop Gitarre, das ist die hier, und hier könnt ihr dann sehen, Light Relic, da sind also ein paar Dinge, so, man sieht es kaum, so ein paar Farbabplatzer und im Grunde genommen ein ähnlich gutes Instrument, kein großer Unterschied, nur dass die eben Light Relic hier hat, diese Gitarre, und alles andere ist im Grunde genommen mit der identisch, bis auf die Pickups. Ja, wirklich. Und ja, die Mechaniken sind ein bisschen staggered, also ohne String Tree. Und dann gibt es noch die Heavy Relic. Und Heavy Relic, es fehlt halt auch Lack und das blanke Holz guckt raus und vielleicht kann man da ein bisschen Voodoo hineininterpretieren, dass dadurch mein Foodstand hier hat sich gerade verabschiedet. Man könnte sagen, sie schwingt vielleicht einen Hauch besser. Auf jeden Fall fühlt sich der Lack hier hinten, der fehlende Lack, sehr, sehr geil an. Also das ist etwas, das kann ich sofort befürworten. Und die Optik, ich meine, es ist so liebevoll gemacht, da kann man einfach nichts mehr sagen. So, lass mir das jetzt mal so erklären, was das mit den Custom Shop Gitarren auf sich hat.
als es losging bei Fender und ich damals schon ja, vor 20 Jahren, in den 90ern, die ersten Custom Shop Gitarren rauskamen, habe ich gedacht, ui, das ist jetzt mal eine andere Liga an Instrumenten. Das ist jetzt mal eine Qualität, wie ich sie von Fender generell eigentlich immer erwartet hätte. Es geht ja nicht darum, dass die Gitarren nicht perfekt gebaut sind, ab einer bestimmten Preisklasse, so ab 600, 700 Euro schon die Made in Mexico oder die Made in Japan, die waren ja legendär in den 80ern, dass die dann nicht irgendwie ja, gut wären. Ja? Aber hier werden die besten Materialien nun mal verwendet, die verfügbar sind. Das heißt, man kann sozusagen kaufen ohne Sorge, was die Materialqualität angeht. Das ist schon mal ganz klar. Aus dem Fender Custom Shop kommt keine niedere Qualität. Das kann ich bestätigen. Also alle Gitarren, die ich bis jetzt in der Hand hatte, Sound ist Geschmackssache, Bespielbarkeit ist Geschmackssache. Aber von der Verarbeitung her, von den Hölzern, von dem Material, immer top. Hier wird nicht falsch gespielt. Ne? Ich denke, jetzt sind wir an dem Punkt, dass der Custom Shop mit der Erfahrung, die er hat, problemlos sagen kann, sie produzieren wahrscheinlich die besten Instrumente ever. Ich habe sogar mitbekommen, dass Joe Bonamassa eine Gitarre jetzt bekommt, eine No-Caster Telecaster. Das wird mal ein richtiges Highlight. Ne? Ich würde sagen, dass so gut wie jede Fender Custom Shop Gitarre, die ich gespielt habe, sich gut angefühlt hat und gut geklungen hat. Ne? Jetzt kommen wir an den Punkt, du musst die richtige für dich finden. Ja? Oft ist es so, dass der Spieler dann ja nicht die richtige noch nicht gefunden hat, weil wenn man da reinguckt, in diesen Optionskatalog hier, na, was da alles unglaublich an Möglichkeiten geboten sind, na, all das, schau dir mal Tonabnehmer, ne? All das, die unendlich viele Kombinationen, schau dir das mal an. Dann hier, was das Wiring angeht. Mit dieser Art von Gitarre kannst du ja, das ist jetzt ein bisschen überbelichtet, aber man sieht es, ja so viele Möglichkeiten herauszaubern. Dann Bridges, ne? Du kannst also wirklich bis Floyd Rose gehen, feste Brücke, steckbarer Tremolo-Arm. Also alles nach Gusto ist hier machbar. Das ist nämlich das, was man sich wünscht. Ich habe schon etliche Gitarren in der Hand gehabt. Also Made in Mexico, Made in Japan. Ich hatte eine Made in Japan. Ein Schüler von mir hat eine Squire, Made in Japan aus den 80ern. Die ist also jetzt auch schon, naja, 35 Jahre alt, abgelagert. Ein super Instrument, ein super schwingendes Instrument mit einem toller Bespielbarkeit. Ne? Und das beste Ding, das ich dir empfehlen kann, wenn du dich entscheidest für so ein Instrument, mal etliche dieser Gitarren durchzutesten und dich echt auch mit Hilfe des Katalogs beraten lassen von einem Profi. Hier mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung für den Matthias Loris, einer meiner ältesten Freunde aus dem Rockshop, ein echter Stratocaster-Experte. Wenn ihr euch mit ihm unterhaltet, werdet ihr begeistert sein von seinem Wissen. Und er hat diese Gitarre zusammengestellt und ich sag's euch ganz ehrlich, so eine gute Custom Shop Gitarre wie diese, ja, die würde mir auch gut stehen. Ne? Also das ist so das Nonplusultra. So. Jetzt bei den vielen Möglichkeiten musst du bedenken, hier sind auch einige Nachteile. Das ist ein 60er Jahre Produkt. Nachteile wären beispielsweise, der Halsstab ist hier, du kommst nicht an den ran, ne? Das ist wie in den 60ern. Also das heißt, um den Hals zu verstellen, wenn du jetzt 9er Seiten drauf machst, dann musst du den Hals abschrauben. Ja? Und dann musst du ihn verstellen und wieder anschrauben. Also das ist ein bisschen, ja. Es ist Vintage. Leute, da brauchen wir nicht diskutieren. Wer das so will, der kriegt es so. Das ist das Tolle, ne? Wenn du es anders haben willst. Ich würde auch 22 Bünde bevorzugen. Vorhin, wo ich in A-Moll improvisiert habe, hätte ich ganz gerne hier nochmal das D, einen Ganzton hochgezogen. Das kann ich hier nicht. Ja, deswegen 21. Meine Gitarre hat auch 21 Bünde, also was soll's. So. Es ist